Meine Damen und Herren, willkommen zurück hier auf dem Channel Quatu Lives. Heute zu einem neuen Video, das eine Mischung sein wird zwischen einem Reaction-Video und einem Quatu Leaks Video. Es geht um ein Franchise, das wir hier auf dem Channel bereits durchgemacht haben. Es geht um Prey, also diesen Prequel zu den Predator-Filmen. Da gibt es zwar kein neues Video oder dergleichen, aber es sind neue Bilder rausgekommen und in der Szene, also unter Leuten, die auf das Predator-Franchise genauso abfahren wie ich, aber nicht nur, generell in der Science-Fiction-Szene, da wird jetzt heiß über diese Bilder diskutiert. Ich habe mir bereits zwei Videos zu dem Thema angeschaut und dachte mir einfach mal, ich springe mit auf den Zug und zeige euch diese Bilder und wir quatschen ein bisschen darüber. So, und jetzt geht es schon los. Ich gehe jetzt nicht zu der Originalquelle dieser Bilder, sondern zu einer Internetseite, die auf dem Channel bereits auch zur Sprache gekommen ist, und zwar evpgalaxy.net. Die schreiben hier über ein britisches Science-Fiction-Magazin, SFX heißt es. Das erscheint bereits seit 1995 und befasst sich vorzugsweise mit Sci-Fi-Themen. Und diese Leute haben Interviews veröffentlicht mit dem Regisseur, der Hauptdarstellerin und dem Produzenten. Und ein Bild aus dem Film befindet sich ebenfalls auf dem Cover dieser Ausgabe dieses Magazins. Und wir schauen da jetzt einfach mal rein, hier auf AVP. Das erste Bild, das sieht man hier oben. Das ist eben das Cover dieses Magazins. Hier kann man den Predator sehen und seine menschliche Widersacherin. Die beiden gehen hier in Kampfstellung. Bevor ich zum Hauptbild übergehe, zeige ich euch noch die anderen Bilder. Das wäre einmal das hier, also hier wird Naru mit offenbar außerirdischer Technologie konfrontiert. Dann gehen wir mal weiter zu diesem sehr dynamischen, energiegeladenen Bild. Hier sieht man Naru im Kampf gegen den Predator, also Naru in Kriegsmontur, hier mit diesem bemalten Gesicht, dieser indianischen Kleidung. Sie hat hier irgendeine Waffe in der Hand. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Waffe ist, die sie ihrem Gegner abgenommen hat. Und von diesem sieht man hier nur einen Teil des Torsos, etwas vom Bein, diese berühmten Dreadlocks, ein Teil des Arms, die Hand und hier die Gauntlets, also die Unterarmschützer. Ein cooles Bild, hoffentlich kann ich etwas Schönes daraus produzieren. Also auch was dieses Franchise anbelangt, je mehr ich davon sehe, umso mehr steigt meine Hoffnung, dass das Ganze vielleicht doch etwas werden könnte. So, dann noch dieses Bild hier, bevor wir zum Hauptgericht übergehen. Wieder Naru, diesmal mit einem Tomahawk, den sie schleudert, und hier ihr hündischer Begleiter, der, wie ich irgendwo herausgelesen habe, eine ziemlich wichtige Rolle spielen soll in dem Film. Das kam jetzt aus dem bisherigen Material nicht so raus. Und das soll ein Callback sein zu einem anderen Hund in einem anderen Film. Wartet mal. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber die haben sich auf jeden Fall inspirieren lassen von einem Hund in einem Film. Dann wollte ich, hier in Großaufnahme das Cover. Ziemlich cool, finde ich. Man sieht hier zum ersten Mal diese Handgelenksklinge, die habe ich in einem Prey gewidmeten Video schon mal angesprochen. Diese Klinge sieht ein bisschen anders aus wie das, was der Jungle Hunter, also der Predator aus dem ersten Film, so verwendet hat. Vielleicht auch wieder etwas primitiver. Ja, der Predator ist jetzt hier nicht so deutlich zu sehen. Man sieht hier etwas von seiner Maske, dann die Dreadlocks. Das war's, aber der Titel
oder die Titelstory in dieser Ausgabe von SFX heißt Prey, der Predator ist zurück in Time, also rechtzeitig, gerade noch rechtzeitig. Und dann gab es hier noch ein Bild, dachte ich, aber nein, offenbar nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier jetzt kurz raus und schauen uns... Ach ja, hier ist das Bild, das ich noch zeigen wollte. Das war ein anderer Artikel, der bereits am 29. Juni erschienen ist. Auch das hier ein neues Bild, also hier versteckt sich offenbar Naru vor dem außerirdischen Jäger, den sieht man hier kniend im Hintergrund, also vielleicht liest er gerade eine Fährte oder begutachtet gerade einen erlegten Gegner, das lässt sich schlecht sagen, also hier ist hier die Angst ins Gesicht geschrieben, keine Ahnung, ob es das erste Mal, dass sie ihn zu Gesicht bekommen hat, aber... Nee, das kann eigentlich nicht sein. Wir haben uns ja den Teaser angeschaut, den Trailer, und sie muss eben schon zuvor begegnet sein, ja frühestens bei dieser Bärenjagd. So, und jetzt gehen wir hier rüber zum Hauptgericht. Und zwar zu diesem Bild. Und das ist das Bild, das ich vorhin erwähnt habe. Darüber wird jetzt eben unter den Fans diskutiert. Und ich kann gleich vorneweg sagen, dass dieses Bild, also ich sag mal, dass Prey, so viel man davon weiß, ganz gut in der Fangemeinde ankommt. Und auch dieses Bild scheint anzukommen. Da sieht man den Predator zwar nur von hinten, aber zum ersten Mal in aller Deutlichkeit. Also man sieht hier wirklich die Textur, die Muskeln und die Haut, ja, Tönung oder Färbung. Da kann man wahrscheinlich schon einiges herauslesen. Also man sieht, dass der Predator praktisch nichts anhat, abgesehen ja von ein paar Ausrüstungsgegenständen. Gut, man sieht ihn jetzt hier nicht von vorne, also hat irgendwie so eine Art Schürzen, Lenden, Schürze. Aber ansonsten an Kleidung nichts weiter, also ein wirklicher Jäger, einer, der sich eben von der Kleidung nicht behindern lassen will. Aber hier nochmal seine Unterarmschützer, ob die jetzt irgendwelche technischen Funktionen erfüllen, das kann ich hier nicht sehen. In einer davon, in dieser hier, denke ich, da müsste diese Doppelklinge drin stecken. Zum ersten Mal sieht man diesen Gegenstand hier hinten. Das dürfte ein ausfahrbarer Speer sein. Also man sieht jedenfalls den Einsatz eines Speeres in dem Teaser. In dem Teaser sieht man ebenfalls den Einsatz einer Hiebwaffe, das dürfte das hier sein, also wahrscheinlich eine Art von Schwert, obwohl das nicht die volle Länge sein dürfte, also wahrscheinlich funktioniert dieses Schwert hier so ähnlich wie dieser Speer, das heißt, er wird ausgefahren, automatisch wahrscheinlich auf Knopfdruck, also wir hatten mit so etwas bereits im zweiten Predator-Film zu tun, dort war es ein Speer, den man eben zusammenstecken konnte. Und ja, hier dieser Schwert, da könnte man sich jetzt definitiv die Details genau anschauen. Also das sieht auf jeden Fall außerirdisch aus. Das scheint jetzt nicht einfach nur eine simple Hiebwaffe zu sein, also einfach ein Stück Metall. Das sind Vorrichtungen dran. Hier zum Beispiel dieses Rädchen. Das heißt, das ist jetzt hier keine primitive Hiebwaffe. Das ist ein Stück außerirdischer Technik. Bin gespannt, ja, wie das sich genau abspielt, wie das auseinandergefaltet wird. Das wird spannend zu sehen sein. Dann hier auf dem Rücken, das ist so eine Art Kit. Das kennt man bereits aus den anderen Filmen. Also hier drin transportiert der Predator ja so Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel medizinisches Gerät. Also wenn er verletzt wird, geschnitten oder angeschossen, dann kann er sich ja mit Hilfe von den Sachen, die hier drin sind, ja, die Wunde sterilisieren, die Wunde praktisch zunähen.
Also ja, von seinem Unterleib sieht man jetzt hier nichts, die Beine sieht man nicht, aber wie gesagt, das hier kommt ganz gut an. Er ist jetzt nicht mit Technik überladen, auch das war etwas, was ich in meinem Prey-Video angesprochen habe, dass man immer mehr auf den Predator draufgepackt hat. Also man ist hier zurückgegangen, seine Ausrüstung ist primitiver und er trägt weniger davon. Was den Analysten oder den Fans sofort aufgefallen ist, das ist die Tatsache, dass sein Kopf proportional kleiner ist, also ja, proportional zum restlichen Körper. Der Kopf des Predators war in den alten Filmen halt eben meistens überproportional groß, und in diesem Artikel bei SFX erklärt der Regisseur, dass er halt eben ganz bewusst den Kopf und den Körper anpassen wollte. Was ebenfalls anders ist, also vielleicht so ein bisschen menschlicher, das sind die Dreadlocks, die waren bei den Predatoren in den alten Filmen, es waren weniger Dreadlocks, dafür waren die umso kräftiger, umso dicker, und das hier sieht fast wie menschliches zusammengeflochtenes Haar. Also ich muss sagen, das gefällt mir verdammt gut, muss ich sogar sagen. Das sieht sehr gut aus, also man sieht vor allem auch, dass hier jede Menge Überlegung reingeflossen ist, also die sind nicht einfach hergegangen und haben sich die Vorlage geschnappt, also schnell und billig, die haben sich überlegt, wie sie den Anzug konzipieren, wie sie das Aussehen des Predators etwas abwandeln, und ja, das ist das Ergebnis, das gefällt mir richtig gut. Man sieht hier auf dem Rücken, ich bin mir nicht ganz sicher, das sieht hier fast aus, als hätte er so eine Art Lederschürze um sich gelegt, aber vielleicht ist das hier auch nur eine Narbe. Eine Narbe, glaube ich, ebenfalls hier auf der Seite, also eine Narbe von den Kämpfen gegen andere Beutetiere. Dann hier auch einige Details, also hier so Schriftzeichen, die kennt man auch schon aus den alten Filmen. Hier auf diesem Medikit das Schwert, auch etwas deutlicher, ja, mit diesem verzierten Griff. Es sieht hier wirklich fast so aus, als könnte das gleichzeitig auch eine Feuerwaffe sein, aber das wird man eben erst endgültig sagen können, wenn man den Film gesehen hat. Und was sich hier auch andeutet, das ist die Maske. Das habe ich in einem meiner Videos erklärt, dass die Predatoren eben über ihrem Gesicht eine Maske tragen. Die hat hier bei ihm, jedenfalls im Trailer, die hat etwas archaischer gewirkt, fast schon als wäre sie aus Knochenmaterial hergestellt. Es gibt die Überlegung, dass er unter Umständen über seine Metall, also diese traditionelle Maske, noch zusätzlich eine Knochenmaske drüber gesteckt hat. Auch das kennt man bereits aus Predators, aber das sieht hier fast aus wie Metall. Ja, diese Knochenmaske, die meinen manche, die könnte auch von diesem Bären stammen. Man hat gesehen in dem Trailer, dass der Predator hier einen Bären auf der Erde erlegt hat und dann halt eben vielleicht gereinigt hat, die Knochen, die Trophäen, und sie dann vielleicht hier verwendet. Gut, aber wir sind jetzt hier bereits bei Minute 15. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel rausholen kann aus diesem Thema. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen einfach ein bisschen zu viel ist, ein bisschen zu speziell ist. Es ist ein bisschen was anderes, wenn ich hier über Herr der Ringe rede, also ein sehr bekanntes, populäres Franchise, und es ist was anderes, wenn ich hier wirklich so ins Detail gehe und ich die Anatomie und die Ausrüstung des Predators analysiere, aber ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, Predator, ganz wichtig für mich, ganz weit oben in der Top 5 meiner Lieblingsfilme. Deshalb, also ich könnte wirklich stundenlang drüber debattieren, und darum tue ich es auch euch
an und rede wirklich in aller Ausführlichkeit. Aber das reicht jetzt, denke ich. Das war ganz interessant. Wie gesagt, nochmal, je mehr Bilder ich sehe, je mehr Interviews ich lese, umso mehr freue ich mich auf diesen Film, der ja bereits am 5. August, wenn ich mich recht erinnere, startet. Ich bin sehr gespannt. Ich werde unter Umständen meine Brüder einladen und wir werden uns den Film dann gemeinsam anschauen. Aber an der Stelle mache ich mal Schluss. Das war meine Reaction oder meine Vorstellung des neuen Artikels bei EVP Galaxy, die sich ja mit neuen Bildern aus dem britischen SFX Magazin zu Prey befassen. So, an dieser Stelle mache ich Schluss. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal sehen, von welchem Thema dieses Video handelt. Unter Umständen wieder Herr der Ringe. Ich wollte mir ja ganz gerne vielleicht den Trailer anschauen. Der war ja auch richtig ausführlich in Deutsch. Diesmal vielleicht. Aber mal sehen. Für dieses Mal soll es das gewesen sein. Ich verabschiede mich aus der amerikanischen Prärie. Wir sehen uns im nächsten Video, egal in welcher Welt auch immer. Bis dahin bleibt cool und werdet nicht zu Beute da draußen. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.